Meine Angst ist die Altersarmut. Meine größte Angst ist steigende soziale Ausgrenzung im Alter. Die soziale Ungleichheit. Ein noch deutlich höheres Renteneintrittsalter. Die Unvereinbarkeit der Werte der jüngeren, älteren Generation. Die zunehmende Verschlechterung der Pflegebedingungen. Es geht um ihre Alterssicherung, um die Rente. Die jungen Leute haben ihre Befürchtungen aufgeschrieben und wollen sie am liebsten in einer Urne versenken. Die Stiftung zur Sicherung der Rechte zukünftiger Generationen hat sich mit Politikern am Reichstagsgebäude verabredet, um da über Generationengerechtigkeit zu reden. Als Stiftung fordern wir Generationengerechtigkeit in der Erwerbstätigenversicherung. Die können aber nur die Abgeordneten selber schaffen. Deshalb sollen sie mit gutem Beispiel vorangehen. Sie sollen anfangen, selbst in die Rentenkasse einzuzahlen. Es ist ein Samstag und ein langes Wochenende dazu. Nur ein Abgeordneter ist gekommen, Sebastian Schäfer von den Grünen. Wir haben heute schon einen Bundeszuschuss zur allgemeinen Rentenversicherung von über 100 Milliarden Euro. Also zusätzlich zu den Einzahlungen der Bürgerinnen und Bürger müssen wir jedes Jahr ein Viertel unserer Ausgaben, die wir als Bund tätigen, noch in die Rente dazuschießen. Der Rentenbeitrag liegt bei 18,6%. Ohne die Steuermilliarden vom Bund wäre er viel höher. Der Generationenvertrag funktioniert nicht mehr. 1950 gab es noch eine Bevölkerungspyramide. Unten viele junge Menschen, die für die Rente weniger Alter arbeiten. Das stimmt nicht mehr. Eine Art Pilz entsteht mit einem Übergewicht an Alten. Wissenschaftler suchen nach Lösungen. Die Ruhr-Universität Bochum. Einer der Gründe, weshalb unser Rentensystem in finanziellen Druck gerät, ist die ständig steigende Lebenserwartung. Und da ist eine Anpassung, eine teilweise Anpassung der Regelaltersgrenze eigentlich das Mittel der Wahl. Wir erhöhen sie ja jetzt schon bis 2031 auf 67 Jahre und danach darf man nicht aufhören, sondern ganz langsam weitermachen. Weitermachen, das gilt auch für Sabine Mohr. Sie lebt in Hamburg-Langenhorn, ihr Mann ist in Frührente. 3 Kinder hat sie großgezogen, die Rente reicht nicht. 2-mal in der Woche geht sie deshalb putzen. Ein Leben ohne Arbeit, für die 67-Jährige eine traumhafte Vorstellung. Wäre ich Rentner. Ja, dann könnte ich ausschlafen und mich in den Park setzen und lesen. Alles das, was ich jetzt noch nicht kann. Im Juli steht die nächste Rentenerhöhung an. Sabine Mohr möchte wissen, ob sich für sie was ändert. Sie könnte versuchen, Grundsicherung zu bekommen. Antrag haben Sie auch nicht gestellt? Nein, ich möchte nicht vom Staat leben. Ihren Rentenbescheid geht sie zusammen mit der Beraterin durch. 40 Jahre hat sie Beiträge eingezahlt für nicht mal 900 € Rente im Monat. Wir haben in der gesamten Bundesrepublik haben wir eine Rente bis unter 1.000 €. Das haben 50% der Menschen. Gut 50% der Menschen haben eine solch niedrige Rente. Brutto wohlgemerkt, da gehen ja noch dann die Abzüge ab. Und von daher kommt das gut hin mit einer Rente mit 857 € wie bei Frau Mohr. Sabine Mohr und ihr Mann kommen finanziell nur über die Runden, weil sie jede Woche Sonderangebote suchen und danach ihren Speiseplan machen. Und Dienstag und Mittwoch gibt es Nasi Goreng. Sie würden es begrüßen, wenn alle, die arbeiten, in die gesetzliche Rente einzahlen würden. Die Erwerbstätigenversicherung sieht vor, alle zahlen ein, also die jetzt schon einzahlen, die Unternehmer, also Selbstständige und vor allen Dingen auch die Beamten. So, und alle bekommen dann eine lebensstandardsichernde Rente. Und das wäre ein enormer Fortschritt. Und wenn wir dorthin kommen könnten, wäre das toll. Bergbau war gestern. Essen hat sich zu einem Hotspot für Medizin-Startups entwickelt. Wie die Firma Dubidoc. Dubidoc entwickelt Software für Arztpraxen, zum Beispiel elektronische Kalender für Patiententermine. Dubidoc ist ein modernes Unternehmen mit 15 jungen Mitarbeitern. Die Rente ist für sie eigentlich noch weit, weit weg. Altersvorsorge ist bei jungen Menschen eher nicht so ein Thema, würde ich sagen. Aber wenn unsere Mitarbeiter einen Wunsch haben, dann bieten wir natürlich schon was an. Also wir haben Mitarbeiter, die gerne eine zusätzliche Altersvorsorge treffen wollen. Da unterstützen wir sie natürlich finanziell, wenn das gewollt ist.
Das Thema bei den Mitarbeitern ist KI, also künstliche Intelligenz. Wenn Maschinen Aufgaben von Menschen übernehmen, wird es weniger Jobs für sie geben, mit Folgen für die Rente. Ich glaube, den meisten aus meiner Generation und allen folgenden natürlich erst recht ist klar, dass aus dem Rententopf wahrscheinlich für uns nicht mehr allzu viel abfallen wird. Man muss sich wahrscheinlich privat vorsorgen. Ich denke, dass Jobs einfach wegfallen werden, weniger Leute arbeiten und wenn keiner in die Rentenkasse einzahlt, dann kommt halt auch nichts mehr rum. Die umlagefinanzierte Rente ist eine Idee aus den 50er Jahren. Kinder haben die Leute immer, meinte damals Kanzler Adenauer, nur nicht immer genug. Mehrfach wurde die Rente gekürzt. Schon vor 37 Jahren beschwor Sozialminister Norbert Blüm, eines ist sicher, die Rente. Seither berufen sich Politiker auf die Solidarität der Alten und Jungen. Ein Generationsvertrag. Generationenvertrag. Generationengerechtigkeit. 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 Im Bundessozialministerium von Hubertus Heil hält man das Rentensystem für reformierbar. Die Basis für stabile soziale Sicherungssysteme ist der Arbeitsmarkt. Wir brauchen zusätzlich qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird mit der Umsetzung der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige ein weiteres Thema angehen. Gerade die junge Generation zweifelt zunehmend daran, dass das reicht. Langfristige Prognosen sagen, 2060 wird es mehr Rentner geben als junge Leute. Statistisch 51,2% Rentner. Die Deutsche Rentenversicherung hofft, dass sich diese Kurve durch die Zuwanderung abschwächt auf geschätzt 44,7 Rentner pro 100 Erwerbstätige. Im selben Zeitraum sinkt die Zahl der Menschen im Erwerbsalter wohl kontinuierlich. Es gibt immer mehr Alte und immer weniger Junge. In unserem jetzigen System fühlt sich eigentlich immer jemand als der Dumme. Wenn man über Beamtenpensionen meckert, dann haben die Beamten Angst, dass sie jetzt geschröpft werden. Wenn wir über Rentenreform reden, dann heißt es immer, ja, warum bei uns, sind nicht die anderen eher dran? Die Politiker sind gar nicht betroffen. Also aus dieser Falle käme man raus, wenn man ein System hätte, wo alle drin sind mit einer gemeinsamen Regelabsicherung und es dann Betriebsrenten gibt, private Vorsorge für verschiedene Berufsgruppen. Die jungen Leute am Reichstag wollen, dass es gerechter zugeht. Sie haben ein Pflänzchen der Hoffnung im Gepäck. Zugegeben, ein kleines Pflänzchen. Gerade die Sozialversicherungssysteme, die werden auch leiden im demografischen Wandel. Deswegen müssen wir da alle zusammen möglicherweise Generationengerechtigkeit herstellen. Die von der Stiftung zur Sicherung der Rechte zukünftiger Generationen werden sich weiterhin zu Wort melden. Immer wieder samstags. Saturdays for Social Security nennen sie das. Also samstags für soziale Gerechtigkeit. Es wird sich zeigen, ob die Politiker sie im Auge haben mit ihren Wünschen.